Blue Banana vom Parfüm Selma. Ja, ein Bananenduft. Yes, da freut sich auch, ne? Er hier. Bananenduft. Ist das aber gut? Macht das Sinn? Ich habe früher schon einen Bananenduft vorgestellt, und zwar den Meek Passion vor Jahren. Seitdem habe ich nicht wirklich mehr einen Bananenduft gerochen bzw. gehabt, und den gibt es eigentlich gar nicht mehr. Das ist der heilige Gral. Der muss schon so viel wert sein. In ganz Europa und weltweit irgendwie, weiß ich nicht, schwer zu bekommen. Auf jeden Fall habe ich ihn, und oh, der riecht da schon raus. Aber jetzt hier Blue Banana, ja, mit einem schönen Flakon, da kommen wir gleich zu. Wir gehen rein, mein Name ist Dennis. Moin aus Hamburg, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt. Das würde mich natürlich freuen. So, Parfüm Selma Blue Banana. So, wir gucken uns mal den geilen Flakon an. Und ich muss wieder dazu sagen, ich hoffe, der Fokus nimmt das auch. Ne? Ihr wisst das ja, mal nimmt er das, mal nimmt nicht. Und wenn er es nicht nimmt, sorry dafür. Ich hoffe, ja, ein cooler Flakon. Aber ja, das kennen wir. Das sind schon nette, sag ich mal, Flakons. Ja, und dementsprechend kann man auch den Sprüher benutzen, der wirklich gut ist. So, und jetzt kommen wir zum Duft. Ja. Ich muss ja immer ein bisschen positiv gestimmt sein, weil Argentinien gestern leider nicht Weltmeister geworden ist. Ich versuche mein Bestes, ne? Ja. Man kriegt sofort Banane in your face. Also eine schöne blaue Java-Banane. Richtig schön nice. Dazu aber eine richtig süßliche Banane. Weil so eine exotischen Früchte dazu kommen und ein Vanilleeis, cremiges Vanilleeis. So müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Ich habe dazu gleich, das kommt aber eigentlich in der Herznote, sofort Kokos-Feeling. Ne? Da ist nämlich auch Kokosakkord drin, und also nicht nur Banane, sondern gleich auch Kokos. Das habe ich. Also es ist aber meistens so, ich sage das ja immer wieder, es ist zwar aufgeteilt, aber ich rieche manche Noten einfach schon in der Kopfnote. Das ist ganz klar. Und ja, dementsprechend, ja, kann man das so machen. Man muss aber wirklich Bananen mögen. Zum Beispiel meine Frau mag auch so keine Bananen. Dementsprechend macht sie den Duft auch nicht, weil sie kommt sie nicht drauf klar. Wie stellt man sich jetzt hier so die Banane vor? Das ist ja auch die Frage. Es gibt ja weiche Bananen, reife Bananen, noch keine reifen Bananen und so weiter. Also es ist definitiv eine reife Banane. So, weil die ist schon sehr süß und so weiter und so fort. Die Süße ist aber sehr schön abgerundet und so weiter und so fort. Und es wäre auch es würde auch keinen Sinn machen, eine unreife Banane zu kreieren vom Duft her, weil eine unreife Banane weder schmeckt. Sie sind zwar auf einer Hinsicht gesünder, weil sie nicht so viel Zucker haben, aber weil umso älter sie werden, umso weicher, umso mehr Zucker produzieren sie und natürlich süßer. Aber in einem Parfüm macht das keinen Sinn, und da ist die reife Banane schon sehr nice ausgeprägt. Allerdings natürlich keine vergammelte Banane, die kurz vorm Schimmeln ist. Davon reden wir natürlich nicht. So, dann haben wir, wie gesagt, Safran noch mit im Spiel, was ich tatsächlich, ich sprühe nochmal, obwohl es eigentlich riecht, was ich tatsächlich in der Kopfnote nicht wirklich wahrnehme. Ich nehme eine sehr frische Banane wahr. Die Safran finde ich nicht. Ich finde dieses Kokos und diese Vanille, die habe ich sofort. Ja, Safran finde ich allgemein, ich habe den ja auch schon getragen, allgemein finde ich nicht sehr ausgeprägt. Also würde auch nicht, wenn er sehr ausgeprägt wäre, würde das auch nicht wirklich passen. Das würde eigentlich null passen. Deswegen bin ich ganz froh, dass es nicht so ist. Und ich kann nur sagen, schon mal vorweg, man muss auf Bananendüfte stehen, aber für mich einer, sag ich mal, der besten oder schönsten von der Marke, weil es auch eigenständig so ein bisschen ist. Also ich habe diese Art, also so wie dieser Duft ist, nicht gerochen, oder habe ich jedenfalls nicht in meiner Sammlung. Wenn ich jetzt ganz weit Revue passieren lasse, weil viele ja meinen, oder ich meine jetzt nicht das Haus, ich meine allgemein, ja meinen, das ist neu und so. Ich habe schon in den 80ern Parfüm gerochen, ne? Und habe die 90er mit durchgemacht. Wie gesagt, ich mache das schon sehr lange. Da habe ich das erste Mal, wo ich den gesprüht habe, so ein bisschen
was Ähnliches gerochen, was ich sehr weit früher schon mal gerochen hatte, ähnlich, aber ohne Banane, jetzt nur so ein Hintergrund so ein bisschen, ne? Das ist aber so an sich über meine über 1000 Düfte habe ich das auf jeden Fall nicht. Und das ist das Schöne und das finde ich auf jeden Fall in meiner Nase, in meinen Augen sehr, sehr positiv, ja. Also nicht nur der Flakon ist in dem Fall nice, sondern auch der Duft. Ja, und dann habt ihr einfach auch Oud. So, und das ist sehr interessant. Kaschmir und Oud. Kaschmir macht das so cremig, vanillig, die Vanille, aber macht es so cremig, schön samtig. Und dann haben wir Oud. Nun kommen wir dazu. Ich bin ein Oud-Fan, deswegen kann ich da sehr gut drüber sprechen. Ich muss sagen, das ist sehr entspannt im Hintergrund. Aber das ist auch gut. Hätte man hier mehr Oud reingeknallt, dann hättest du den Duft kaputt gemacht. Meines Erachtens. Wir kommen auch gleich nochmal zu einem vielleicht minimalen Minuspunkt aus meiner Sicht. Aber das Oud finde ich sehr gut ausbalanciert und schwingt so mit. Wenn einer natürlich noch nicht ansatzweise, das kann ich jetzt aber auch nicht wiedergeben, weil meine Nase ist Oud trainiert, schon lange. Wenn jetzt einer noch nie Oud gerochen hat, dann kann das vielleicht sehr stark sein im Hintergrund. Ich habe früher sofort Oud-Düfte gerochen, wo nur Oud drin ist. Deswegen kann ich nicht sagen, wie der natürlich, weil das jetzt meine Nase ist daran gewöhnt und alles. Ich kann das nicht bestätigen dann in dem Fall, wie das ist, wenn man noch nie Oud gerochen hat. Ich denke mal, da nimmt man schon sehr stark wahr, weil ich nehme es ja auch wahr. Es ist schon präsent, aber trotzdem irgendwie zurückhaltend. Schwer zu erklären, aber es ist wirklich sehr, sehr gut ausbalanciert. Und ja, was Holziges, Musikartiges, aber dieses Musikartig habe ich auch nicht so wirklich das Feeling. Ja, aber schönes Teil. Ich kann nur sagen, wirklich nice. Und ich werde mal, das habe ich ja schon eingeblendet, am Anfang glaube ich, wenn es denn geht, funktioniert hat, habt ihr es gesehen. Also das Bild von diesen Vanilleeis, den Banane und so, das passt so perfekt. Das ist ein richtig nices Teil, muss ich schon wirklich so sagen. Ja, dann kommen wir zu Hypercuts von Blue Banana und der Sillage. Ich wiederhole mich, das muss ich leider in jedem Video wiederholen, weil es gibt auch immer neue. Im Moment sind sehr, sehr viele neue dazugekommen. Vielen Dank dafür. Das Ding ist, die Haut ist immer anders und ihr sprüht auch auf Klamotten, hoffe ich. Nicht immer nur auf die Haut und schon gar nicht hier dran. Wie gesagt, das Video wird noch kommen. Hier ist die Schilddrüse und so weiter. Es gibt auch Sachen, wo man da aufpassen sollte. Auch ich als Freak, Parfümfreak seit über 30 Jahren, mache ich trotzdem so ein Video. Fakt ist, dass aber wie gesagt, das dauert immer mit dem Video noch, weil meine Frau dabei sein muss, weil die sich da richtig mit auskennt. Da kommt das ein bisschen besser noch rüber. Deswegen, ne, das muss passen zeitlich, wenn wir dieses Video zusammen machen über Parfüm auftragen und auf Haut und so weiter. Fakt ist, es ist eine gute Haltbarkeit, ja. Aber jede Haut ist anders. Ich würde sagen, also er schafft locker, wenn einer schlechte Haut hat, wird er trotzdem locker. Also 7 Stunden wäre da mindestens Scheibe. Aber der Schnitt, würde ich schon sagen, ist also ein lockerer 8-Stunden-Duft. Es ist ein lockerer 8-Stunden-Duft, der über 10, 11, 12 Stunden definitiv halten kann. Und auf den Klamotten hält er auf jeden Fall bis nächsten Tag. Das kann ich schon sagen. Da hält er gut, wenn nicht sogar 2 Tage. Kann man so stehen lassen. Und die Sillage ist auf jeden Fall wahrnehmbar, weil das wurde getestet und dieser Duft kommt auf jeden Fall sehr gut an, obwohl es ein Bananenduft ist. Nicht bei jedem, bei meiner Frau nicht. Wie gesagt, die macht aber auch, das hat mit dem Duft, also soweit sagte sie, der ist gut gemacht, aber sie kommt einfach mit den Bananen nicht klar. Das ist einfach so. Und aber ein schönes Teil. Ja, Parfüms Elmer Blue Banana. Und er meint auch, dass der Duft auf jeden Fall nice ist. Yes. So, und das heißt, ich habe jetzt 2 Bananendüfte. Der ist aber auf jeden Fall anders. Der ist definitiv anders gemacht. Und ja, dementsprechend könnte man das so stehen lassen. Dann schreibt mal rein, kennt ihr den Duft schon und so weiter und so fort. Das würde mich interessieren. Kennt ihr das Dufthaus oder wollt ihr euch den Blue Banana auch mal ans Herz legen oder mögt ihr keine Bananen allgemein oder Bananendüfte wie meine Frau? Das könnt ihr ja mal unterschreiben und dann bin ich raus. Grüße gehen raus an euch alle und an die Neuen natürlich und an meine Mitglieder und bis zum nächsten Mal.